Sicher kennst du das auch. Mit manchen Leuten kannst du richtig gut reden. Da fließt das so fantastisch hin und her und es ist alles voller Leichtigkeit. Und mit anderen, da hast du Mühe, ein Thema zu finden und wenn, dann ist die Kommunikation auch irgendwie zäh und schwer. Woran das möglicherweise liegen kann, das möchte ich dir gern in dem kurzen Video zeigen. Bleib dran. In den 1960er Jahren hat Thomas Harris ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich bin okay, du bist okay. Das ist ein Modell aus der Transaktionsanalyse und mit der beschäftigt er sich auch. Hier geht es um grundsätzliche Haltungen von Menschen, die er beschreibt und die wir uns hier unter dem Motto ohne Selbstliebe ist keine gute Kommunikation möglich, einfach mal genauer anschauen und unter die Lupe nehmen wollen. Was ist das Grundsätzliche? Ich selbst kann sagen, ich bin okay und du bist okay. Ich kann aber auch die Position vertreten, du bist nicht okay oder ich bin nicht okay. Und was das für Auswirkungen auf unsere Kommunikation hat und letztlich darauf, ob es mit jemandem klappt oder auch nicht so gut, das schauen wir uns jetzt genauer an. So, ich hoffe, das klappt jetzt hier alles, so wie ich es mir gedacht habe. Nehmen wir erstmal diesen linken oberen Quadranten uns her. Ich bin okay, du bist es aber nicht. Wenn das meine persönliche Grundhaltung ist, wie wirkt sich das aus? Ich akzeptiere zwar mich, aber nicht dich. Dann haben wir hier unten den Quadranten. Ich akzeptiere dich, aber mich nicht. Links unten, ich akzeptiere weder dich noch mich. Und rechts oben, ich akzeptiere sowohl dich als auch mich. Wie wirkt sich das jetzt aus? Gehen wir erstmal in den oberen linken Quadranten. Wenn ich mich akzeptiere, dich aber nicht, dann kann das ganz schnell zu Distanz, Spannung, Stress und Aggressionen führen und auch dazu, den anderen abzuwerten. Ein Beispiel. Ich sage zu meinem Gesprächspartner immer wieder, was er besser machen kann. Ich kritisiere ihn dauernd. Naja, aus dem häuslichen Umfeld kennen wir so eine Situation zwischen Partnern, wenn mal gerade Stress ist. Diese Position, die muss ja nicht die generelle Grundhaltung sein. Die kann aber situativ auftreten. Ich habe zum Beispiel immer wieder gesagt, Mensch, wenn du schon kochst, dann mach doch hinterher bitte schön die Küche wieder sauber. Und das war wieder nicht passiert und ich fange an mit Meckern. Dann bin ich hier in der Situation, ich akzeptiere mich, dich aber nicht. Wozu führt's? Ich will im Grunde, selbst wenn mein Partner dann reumütig sagt, ja, ja, oder auch immer hast du was zu meckern, ich will ihn loswerden. Mensch, geh doch, ich kümmere mich schon. Ja, so eine typische Situation. Also, wenn ich mich hier in dem Quadranten aufhalte, hier links oben, dann ist Stress vorprogrammiert. Schauen wir uns jetzt als nächstes über die Diagonale die Position an, ich akzeptiere dich, mich aber nicht. Wie sieht es da aus? Hier sind auf jeden Fall jede Menge Selbstzweifel da, Unterlegenheitsgefühle möglicherweise, Unsicherheit oder sogar richtiggehend Angst. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel her. Chef und Mitarbeiterin. Chef kommt immer speziell zu einer Mitarbeiterin, nämlich angenommen zu mir, wenn es Zusatzaufgaben zu lösen gibt. Mich nervt das, weil ich ja nicht im Grunde seine rechte Hand bin, sondern gleichberechtigte Mitarbeiterin wie alle anderen auch. Aber immer muss ich alles lösen. Und beim letzten Mal schon habe ich mir vorgenommen, beim nächsten Mal sagst du aber nein.
So, und was passiert beim nächsten Mal? Chefchen kommt und ich sage wieder nicht nein. Ja, ich fühle mich einfach nicht gut. Er ist der Chef. Er muss es ja wissen. Er wird schon wissen, warum er mir das gibt. Vielleicht habe ich auch Angst, nicht gut genug zu sein oder was auch immer. Wozu führt das letztendlich? Ich habe im Grunde keine Lust und entferne mich mitunter innerlich. Das sind dann möglicherweise Leute, die innerlich gekündigt haben. Jetzt schauen wir uns den Quadranten hier links unten an. Ich akzeptiere weder dich noch mich. Komische Situation, passiert aber. Selbstmitleid ist so ein Beispiel. Gemeinsam jammern, destruktiv, unmotiviert, gegebenenfalls sogar Feindseligkeit. Passiert häufig so, wenn irgendjemand irgendetwas nicht fertig bringt, die Sache nicht gut genug macht und da ist jemand anderes, dem es auch schwer fällt, dann jammern die beiden im Duett. Wohin führt das? Wir jammern eben, wie schwer wir es gerade haben. Bestimmt sind die zwei dann nicht motiviert, doch nochmal irgendwie die Kurve zu bekommen. Sie kommen nämlich nirgendwo hin und geben schlussendlich auf, wenn da nicht jemand ist, der sie von außen motiviert. So, und jetzt schauen wir uns über die Diagonale diesen oberen Quadranten an. Ich akzeptiere mich und auch dich. Was passiert hier? Da haben wir Sympathie, Vertrauen, Freundschaft, Liebe, wenn es sich um Partner handelt, einfach dieselbe Wellenlänge. Beispiel, mein Gesprächspartner und ich begegnen sich echt auf Augenhöhe. Wir sprechen uns ab. Niemand ist da oben und der andere unten, einfach nur auf gleicher Ebene. Es fühlt sich gut an und dann geht es flüssig hin und her und hinterher, was passiert? Beide gehen voran, kooperieren miteinander. Schlimm ist es, wenn eine dieser Positionen langfristig immer wieder eingenommen wird. Und vor allen Dingen die hier unten, ich akzeptiere weder mich noch dich. Das endet mitunter in Depression. Aber ganz oft ist es so, wenn du dir mal so deinen Tagesablauf überlegst, in Situationen, wo du dich sicher fühlst, und hast irgend so eine Nervensäge in deinem Umfeld, da bist du vielleicht hier, links oben. Ich bin okay, du bist es aber nicht. Und dann gibt es auch andere Situationen. Nehmen wir mal an, du bekommst eine Aufgabe, die du noch nie gemacht hast, die neu ist, wo du erstmal denkst, schaffe ich das überhaupt? Da bist du kurzzeitig in der Situation, dich akzeptiere ich, du bist hier der Experte, du bist der Chef oder was auch immer, mich selbst aber nicht. Und das wird sich erst dann ändern, wenn du dir genügend Wissen und Fähigkeiten angeeignet hast, um genauso versiert zu sein wie dein Kollege, der Chef oder wie auch immer. Wenn wir uns das anschauen, bekommen wir die Kurve richtig und kommen gut miteinander aus und auch voran. Nur hier rechts oben. Ich bin okay, du bist okay. Also darf unser Ziel sein, egal wie oft wir uns in einem der anderen 3 Quadranten bewegen, hier nach oben rechts zu kommen, in diesen Quadranten. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Und was wiederum da dahinter stehen kann, dass wir mitunter gar nicht so oft hier oben rechts sind, wie wir uns das wünschen, darüber werde ich in einem der nächsten Videos mit dir sprechen. Erstmal bedanke ich mich fürs Schauen, freue mich über deine Kommentare, freue mich auch, wenn es dir was nützt, wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.